Was sind denn die Präparatepflanzen? Also in der biodynamischen Landwirtschaft benutzen wir 6 besondere Heilpflanzen, die wir eigentlich auch verarbeiten. Die werden in die Erde getan und die werden durch einen Prozess gehen im Winter und so. Und sie werden dem Dünger zugegeben. Man kann sich jetzt fragen, warum und welche Pflanzen. Das sind 6 sehr bekannte Heilpflanzen: Schafgarbe, Löwenzahn, Baldrian, Brennnessel, ganz, ganz wichtig, vielleicht die wichtigste von allen, und Eichenrinde, bisschen eigenartig, die Rinde von der Eiche, und Kamille. Und wenn man versucht, diese Pflanzen zu verstehen, auch aus der Medizin, aber wenn man einfach schaut, wo wachsen sie auf einem Bauernhof, dann wird man sehen, dass jede dieser Pflanzen in einem kranken Standort oder in einem einseitigen Standort wächst. Zum Beispiel der Löwenzahn wächst, wo zu viel Gülle gespritzt wurde, wo der Kompost zu reich war und so. Und wo der Boden zu dicht und zu feucht ist. Also zu wenig Atmung, zu wenig Verbindung vom Boden mit dem Kosmos, mit dem Himmel. Ne? Und das ist spannend, wenn man nur das Bild des Löwenzahns anschaut, merkt man, wie er einfach ein also er bringt die Beziehung zum Himmel, nur durch seine Blüten, die sich ständig der Sonne öffnen, durch die schönen Samen, die sich auch überall ganz weit in den Kosmos gehen, merkt man, der bringt eigentlich diese kosmische Kraft in den Boden. Das kann man sogar in dem Bild des Löwenzahns sehen. Wie wirken denn die Präparatepflanzen auf den Menschen? In der anthroposophischen Medizin spielen die sogenannten Präparatepflanzen auch eine sehr wichtige Rolle. Ich möchte mal nur den Löwenzahn erwähnen. Der Löwenzahn ist nicht nur eine Heilpflanze, die unsere Leber-Galle-Funktion anregen kann, die ja oft auch durch Gifte belastet ist, sondern er zeigt sogar wertvolle Eigenschaften für tumorkranke Patienten, zum Beispiel für den häufigen und auch schwer verlaufenden Eierstockskrebs. Sehen wir, dass wir diesen Patientinnen mit Einsatz von Löwenzahnpräparaten, die wir eben nicht nur als Tee geben, sondern auch zum Teil injizieren, gute Ergebnisse erzielen können. Und wie gesagt, auch die Behandlung durch die konventionelle Medizin dadurch erleichtern können, weil der Löwenzahn gleichzeitig die Vitalität im Leber-Galle-Bereich stärkt, die Entgiftung fördert. Das ist vielleicht nur ein Beispiel zu einer Heilpflanze, die in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft eine Rolle spielt und die in der anthroposophischen Medizin eine sehr wichtige Rolle spielt.